Moinsen, wir sind in Skorzelec. Da der Aldi und der Lidl haben noch geöffnet. Da hinter mir, der anderen Richtung, da die machen um 10 Uhr zu. Noch 5 Minuten, dann machen die zu. Jetzt fahren wir mal kurz hier lang, weil ich noch schauen will. Will noch schnell an der Kaufhalle vorbeischauen wegen der Tanke. Für den Spritpreisen. So, ich habe ja heute schon ein paar Videos gesehen, wo sich die Leute darüber beklagen, dass jetzt plötzlich Grenzkontrollen sind an der deutschen Grenze und die Autofahrer schikaniert werden, abgezockt werden, so, weil sie Reservekanister im Kofferraum dabei haben. Jetzt muss man natürlich sagen, erstens mal, die Grenzkontrollen sind schon länger, die sind jetzt schon seit ein paar Jahren. Und zweitens mal war das schon immer so, dass man nur maximal 20 Liter mitnehmen darf. Und wer mehr dabei hat, der muss halt bezahlen, das ist halt so, ne? Und mit den Zigaretten ist das Gleiche. Ich sehe das immer wieder, wenn ich hier in Polen irgendwo an der Tankstelle stehe oder in der Nähe am Kantor an der Wechselstube, wo es auch Zigaretten zu kaufen gibt, wie viel Stangen Zigaretten sich die Leute in ihre Einkaufstasche packen. Ne? Und ich weiß jetzt gar nicht, ich bin mir jetzt selbst nicht sicher, darf man jetzt 200 Stück Zigaretten mitnehmen oder 400. Mal 200, das wäre eine Stange, 400 wären 2 Stangen, wobei jetzt natürlich noch sagen muss, es gibt natürlich unterschiedliche Packungsgrößen. Ich bin ja jetzt Nichtraucher, ich kann das jetzt so genau nicht sagen, wie das ist, wie viel Zigaretten in einer Stange drin sind. Aber nehmen wir mal an, es sind 20 Stück in einer Schachtel und 10 Schachteln in einer Stange, da wären das 200. Ne? Und es gibt aber auch Schachteln, wo mehr drin sind. Wie das dann ist, keine Ahnung. Da muss man halt aufpassen, weil es geht nicht danach, wie viele Stangen man mitnehmen darf, sondern wie viel Stück Zigaretten. Ne? Und wenn da jetzt jemand 5 Stangen in der Tasche hat, dann ist das eben definitiv zu viel. So, und hier kostet das Benzin 6,13 und das Diesel 7,39. Und jetzt muss ich sagen, vorige Woche waren wir noch bei 5,40 fürs Benzin und 5,45 fürs Diesel. Da war vorige Woche nicht viel Unterschied. Und diese Woche ist der Diesel explodiert auf über 7 Zloty und das Benzin auch über 6 Zloty gegangen. Na, also das ist viel. Ganz früher waren in Polen mal nur 4 Zloty 20. 4 Zloty 50. Da ist 5 Zloty 40 schon viel. Und da haben wir 6,24 für Benzin und 7,14 für Diesel.
fahren wir Richtung Grenze. Also wenn ich jetzt schon grün habe, dann ist der eine da aber garantiert bei dunkelgelb noch gefahren. Der Weiße da. Das ist hier auch nicht empfehlenswert bei dunkelgelb, also bei rot noch durchzuballern, weil wenn du hier so die Zeitanzeige hast, da fahren viele in Polen schon los, wenn die auf 3 Sekunden steht. Ne? Und wenn die einen bei 3 Sekunden schon losfahren und die anderen bei Rot noch durchballern, dann treffen sie sich halt in der Mitte von der Kreuzung. Ne? Ja, und das ist hier, jetzt werden gleich die Bürgersteige hochgeklappt hier. Jetzt muss ich dann über die andere Strecke wieder zurückfahren, weil wenn ich jetzt rüberfahre auf die deutsche Seite und drüben umdrehe und gleich wieder zurückfahre, dann gucke ich die blöd, was ich da gemacht habe, warum ich schon wieder zurück bin. Ja, guck an, die polnische Grenzkontrolle hat jetzt auch einen angehalten. Die stehen nämlich hier, die haben jetzt da diesen weißen Transporter rausgezogen und da kostet das Diesel 1,82 und das Benzin 1,51 an dieser Tanke hier. Und wie man sieht, ist hier kein Stau an der Grenze, keine große Schikane. Das kann jetzt natürlich sein, dass sie uns kurz anhalten, weil wir ja jetzt die einzigen sind, die hier lang fahren. Das werden wir jetzt gleich sehen, was er macht. So viel zum Thema Schikane an der Grenze. Ist also auch wieder mal nichts dran. Wird wieder dramatisiert. Ja, es kann natürlich sein, dass sich einer darüber aufgeregt hat, weil sie gerade ihn rausgezogen haben und dann hat er 50 Liter Kanister noch im Kofferraum gehabt und dann musste er Straf bezahlen, weil der nur 20 mitnehmen darf, 20 Liter. Ne? Ja, und dann regen sie sich da auf und machen da Videos draus. Und das habe ich aber heute nachmittags mehrere von diesen Videos gesehen, gleich direkt hintereinander. Ja, und wie ihr seht, jetzt war hier nichts. War also total harmlos, so wie sonst auch. Manchmal werde ich auch rausgezogen, also ist nicht so, dass die mich hier jedes Mal durchwinken, aber einer guckt da halt hinten rein in der Laderaum noch, ob ich da irgendwelche illegalen Leute da hinten drin habe, aber mehr ist das dann nicht. Ja, und so kurz vor Silvester schauen sie auch mal rein, ob man Feuerwerk dabei hat oder so, aber ich finde diese Grenzkontrollen alle total harmlos. Ich habe da schon andere Grenzen erlebt, so wie früher, wo ich gefahren bin, da sind wir mal nicht so ohne weiteres zwischen Deutschland und Polen hin und her gefahren, sondern da bist du mal einen ganzen Tag an der Grenze gestanden, bis du überhaupt auf der anderen Seite warst, ne? Bis du dran warst mit dem Zoll und dann Papiere abstempeln und so weiter. Ne?
Manchmal bist du ja 2 oder 3 Tage im Stau gestanden. Oder an der russischen Grenze auch gern mal eine Woche. Das ist ja gar nichts, was die Leute heutzutage jammern, von wegen Grenzkontrolle, nur weil sie immer hin und wieder ihren Ausweis zeigen müssen. Ne? Da kann ich jetzt überhaupt keinen Grund zur Aufregung sehen, da nur, weil ich bin halt noch andere echte Grenzkontrollen gewohnt. Ja, siehst du, jetzt sind wir hier in Görlitz. Hier ist auch nicht mehr los. Und jetzt ist ja morgen Sonntag. Da müssen die Leute nicht aufstehen zum Arbeiten und trotzdem geht hier nichts mehr ab. Ist alles total müde und total langweilig. Irgendwie besondere Diskotheken oder sowas scheint es hier auch nicht zu geben. Ich habe da ja auf Google Maps mal was gesehen. Dann bin ich 3-mal dran vorbeigefahren, bis ich es endlich gefunden habe. Und da waren dann mal fünf Leute vor der Tür gestanden. Ja, und ich bin dann gar nicht rein, weil das hat mir nicht so ausgesehen, als ob da irgendwie was los wäre. Ne? Und das andere, das zweite, ich weiß gar nicht, wie das geheißen hat, da waren ja in die Rezessionen keine guten Kommentare drüber gestanden. Ne? Und da habe ich auch versucht, da hinzufinden. Da bin ich ein paar Mal auf und ab gefahren. Da war gar nichts. Der Laden ist wahrscheinlich auch schon pleite oder zu oder was auch immer. Ne? Also hier in der Stadt möchte ich nicht nochmal 20 sein. Ne? Wenn ich mir überlege, was haben wir für Partys gerissen mit 20, ne? Was haben wir da alles gemacht und Ding, aber hier geht ja überhaupt nichts ab. Ja, und jetzt wird es Zeit, dass ich Feierabend mache. Meine Ladungen habe ich alle ausgeliefert. Und eigentlich war ich jetzt schon auf dem Weg nach Hause. Ich wollte jetzt aber nur schnell mal das überprüfen. Und bevor jetzt wieder so ein Schlaumeier von euch in die Kommentare schreibt, ich soll halt auf Google nachschauen. Ach, da hier ist der andere Club da drin. Da habe ich jetzt sogar Lichter gesehen. Da war jetzt sogar Licht an. Trotzdem habe ich keine Leute gesehen, irgendwie, die da hingingen oder so. Aber was ich jetzt noch sagen wollte, bevor jetzt wieder irgendein Schlaumeier schreibt, ich soll aber auf Google nachschauen. Ja, also da kann man ja natürlich auch nicht, ich weiß nicht, wie ihr alle das glauben könnt, was da im Netz erzählt wird. Ne? Das Google, das ist ja nur wie ein Index, was mir sagt, welche Seiten das es zu welchem Thema gibt. Ne? Aber was dann in den Seiten enthalten ist, was da dann steht, das muss ja nicht wahr sein. Ne? Das kann ja genauso irgendein Blödsinn sein. Ne? Da darf man auch nicht alles glauben, was da geschrieben ist. Nur weil das irgendwo im Netz steht, bedeutet nicht, dass das auch zutreffend ist. Ne? Hat man ja jetzt wieder gesehen. Ne? Es gibt zig Videos davon, wo sich die Leute darüber beschweren, dass sie an der Grenze schikaniert werden.
Und wir sind jetzt gerade über die Grenze gefahren und da war nichts. Ne? Und selbst wenn er mich jetzt angehalten hätte da und nach dem Ausweis gefragt, ist das keine Schikane, sondern ja, man muss mal halt den Ausweis herzeigen und was soll's. Das dauert dann 2 Minuten, dann schaut er sich den Ausweis an, dann schaut er nochmal hinten rein, dann dauert es noch einmal eine Minute länger und nach 3 Minuten bist du wieder fort. Ne? Das ist überhaupt kein Vergleich zu echten Grenzkontrollen, wo du den ganzen Tag stehst und wartest drauf, dass du endlich vorne bist, bis du deinen scheiß Stempel hast im Zollpapier, ne? Und im Pass und so weiter. Ne? Also solche Grenzen gibt es durchaus noch, aber wenn man heutzutage in Europa, in Zentraleuropa, ein bisschen verwöhnt ist, weil man überall einfach nur noch hin und her fährt. Aber du brauchst ja bloß mal aus Europa rausfahren, wenn du jetzt quer durch Polen fährst, da hast du einige Grenzen wie nach Kaliningrad, nach Weißrussland, nach Ukraine. Da kannst du ja ein paar Stunden im Stau stehen, bis du da drüber kommst. Ne? Und dann brauchst du noch Visum und alles Mögliche. Ne? Da darfst du noch gar nicht mal einfach so drüber. Du musst dir schon im Vornhinein Visum beantragen. Das kannst du nicht einfach erst dann an der Grenze machen. Ja, und jetzt schließe ich das hier mal ab. Ah ja, und da links ist die andere Diskothek. Da stehen jetzt tatsächlich ein paar Leute draußen. Habe jetzt gesehen. Aber ich habe jetzt da keinen Bock, da reinzugehen. Ne? Also dann, macht's mal gut. Weil jetzt hat es keinen Sinn weiter zu filmen. Was ich zeigen wollte, habe ich gezeigt. Da wünsche ich euch nachher gute Nacht, ein schönes Wochenende und so weiter und so fort. Bis zum nächsten Mal und tschüss.